trinke gemütlich noch ein Käffchen und dann gehen wir nochmal über den Friedhof und dann raus hier aus der Stadt. So, wenn ich das jetzt so sehe, sage ich habe ganz schön lange gefrühstückt. Weil während ich hier gefrühstückt habe, kam da mit dem platten Reifen hier an. Dann kam ein Kumpel mit dem Transporter hinter ihm, haben die das Rad rausgerissen und sind weggefahren. Und jetzt kommen sie wieder und bauen sich wieder an. Das finde ich gut. Ja, hast du eine Übersicht, wer wo liegt, überall. Bei meiner Schwester habe ich es jetzt mal geschafft, mir den Punkt bei Google einzuspeichern, dass ich das Grab wiederfinde. Bei meinem Vater muss ich das noch machen. Da habe ich das letzte Mal gesucht, wie irre, aber nie gefunden. Drumherum tobt das Leben. Ich mag die Ruhe hier zwischen den Bäumen. Als ob es den Frieden und Frieden wirklich gibt. Dann werden wir uns wiedersehen. Du kannst dich ja kümmern, wenn du willst, dass die Sonne an diesem Tag auch auf mein Grab scheint.
Sonne scheint, dass sie wieder scheint. Der Friedhof Rašių ist der älteste und bekannteste Friedhof in Vilnius, der Hauptstadt Litauens. Er wurde 1801 gegründet und ist in zwei Teile unterteilt: den alten Rašios-Friedhof und den neuen Rašios-Friedhof. Der Friedhof wurde am 24. April 1801 geweiht und Jan Müller, der damalige Bürgermeister von Vilnius, war die erste Person, die dort begraben wurde. Ursprünglich war der Friedhof der erste in Vilnius, der nicht bei einer Kirche lag. Die Friedhofskapelle wurde zwischen 1844 und 1850 im neugotischen Stil erbaut und 1888 um einen passenden Glockenturm ergänzt. Eine Backsteinmauer ersetzte den ursprünglichen hölzernen Zaun, der 1812 verbrannte. 1814 wurde der Friedhof erweitert und das neue Gelände wird heute als Literatenhügel bezeichnet. Der Friedhof beherbergt die Gräber vieler bedeutender Persönlichkeiten, darunter Józef Piłsudski, ein bedeutender polnischer Staatsmann und Marschall, hat eine besondere Verbindung zum Friedhof Rašių. Sein Herz wurde in einem speziellen Mausoleum auf dem Friedhof beigesetzt, während sein Körper in Krakau ruht. Diese symbolische Geste zeigt die tiefe Verbindung Piłsudskis zu Vilnius und Litauen. Jonas Basanavičius, oft als Patriarch Litauens bezeichnet, war ein bedeutender litauischer Nationalist und einer der Unterzeichner der litauischen Unabhängigkeitserklärung von 1918. Sein Grab auf dem Friedhof Rašių ist ein wichtiger Ort für viele Litauer, die ihm Respekt zollen und seine Beiträge zur litauischen Unabhängigkeit würdigen. Zwischen 1802 und 1807 wurden auf dem Friedhof zwei fünfstöckige Kolumbarien errichtet, die jedoch während der sowjetischen Zeit abgerissen wurden. Diese Kolumbarien waren damals eine architektonische Besonderheit und ein Zeichen für die fortschrittliche Bestattungsmethoden jener Zeit. Kolumbarien sind diese Urnengräber, wo jeweils mehrere Fächer für Urnen drin liegen. Ein Teil des Friedhofs ist den Soldaten gewidmet, die während des polnisch-sowjetischen Krieges und des polnisch-litauischen Krieges gefallen sind. Besonders bemerkenswert ist die Geschichte der dreiköpfigen Ehrenwache auf dem Friedhof. Das war eine Gruppe von 3 Soldaten, die am 18. September 1939, als die Rote Armee in Vilnius einmarschierte, die Waffen niederzulegen verweigerte. Diese Soldaten wurden daraufhin sofort erschossen und umgehend auf dem Friedhof begraben. Ihre Geschichte ist ein Symbol für Mut und Widerstand in einer sehr schwierigen Zeit. Vor der Christianisierung Litauens versammelten sich die Menschen am 23. Juni, dem Vorabend des Johannistages, auf dem Gelände des heutigen Friedhofs, um zu feiern, Opfer zu bringen und zu schmausen. Diese Traditionen zeigen die tiefe kulturelle und historische Bedeutung des Ortes. Übrigens, wer in Vilnius mit dem Bus fahren will, die Busse und Linien sind alle in Google Maps gelistet.
Einfach Route eingeben und öffentliche Verkehrsmittel drücken. Fahrpläne stimmen in Google auch. Zumindest habe ich hier beobachtet, dass der Bus dann auch losfuhr. Hier fahren Boltroller rum. Ich dachte gestern, ich kann mir den Weg in die Stadt sparen und fahre mit dem Roller. Hab mir die App runtergeladen, aber aus irgendwelchen Gründen kann man die nie aufladen. Konnte ich gestern sozusagen hinnehmen.